Da will aber einer sicher gehen, dass auf jeden Fall alles isoliert ist. Richtig Service am Waschbecken wird hier verbaut. Sehr liebevolles Detail. Der hat hinten eine Wanne in seiner Garage, in seiner Heckgarage drin. Das hätte auch von mir sein können. Einfach Brett in die Hand nehmen und damit der Stichsäge. Alle Leute, die aus dem Bereich des Arbeitsschutzes kommen, gucken jetzt weg. Herzlich willkommen bei In die Ferne. Nicht aus dem Camper heute, sondern von einem Büroarbeitsplatz. Warum? Weil ich mir heute ein Video angucke. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, Oscar von The Van Bugs. Das ist ein YouTube-Kanal und Insta-Kanal. Der hat geschrieben, ihm wäre das wichtig oder ihm würde es viel bedeuten, wenn ich mir sein Ausbauvideo angucke und was zu seinem Ausbau sage. Deswegen gucken wir uns das heute gemeinsam an. So, starten wir mal direkt rein. Auf dem Kanal, ich sehe gerade, sind auch nur 6 Videos, 11 Abonnenten. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ich habe vorhin mal so grob durch die Videos durchgeklickt und wie gesagt, das erste Video auch einmal im Schnelldurchlauf mir angeguckt, aber die Details und meine Gedanken und so teile ich jetzt. So, Oscar, dein VW T4 Camperausbau. So. Muss ich direkt die erste Pause machen. In einem anderen Video hat er gesagt, er hatte den Wagen schon ausgebaut gekauft, da war aber der Fußboden nicht isoliert und deswegen hätte der da alles wieder rausgerissen und dann ab dem Fußboden angefangen. Oscar, ich hoffe, du hast da vorher nochmal sauber gemacht. Das sieht ein bisschen durchwaldet aus. Naja, aber die Wände offenbar hast du drin gelassen. Also ich gehe davon aus, dass da isoliert war dann. Schauen wir mal weiter. Und unten, ich sehe auch schon hier im Boden, also da ist auf jeden Fall jemand, der schon mal durch die Karosserie gebohrt hat. Da muss man dem ja nicht so viele Tränen hinterher weinen. So, erstmal alles angeschleppt, vorne so Vorhänge. Ja, und oben, okay, oben links und rechts sind so Leisten für die Aufbewahrung. Also wenn ihr mal an den Wänden guckt, da, kleine Regale. Ist gar nicht so verkehrt, das als Stauraum zu nutzen, um Sachen aus dem Weg zu haben, aber schnell griffbereit. So, und jetzt ist da irgendwas mit Alu. Was ist das? PU oder was? Schöne dicke Schicht. Ah, da geht's durch die Karosserie nochmal. Schmerzen. Schön abkleben. Und was macht er jetzt? Macht er über einen Radkasten noch Armaflex oder was? Was wird das denn hier? Eine Kombi-Aktion, Isolierung. Da will aber einer sicher gehen, dass auf jeden Fall alles isoliert ist. Was ist da oben noch? PU-Schaum. Noch Schaum oben drüber. Oh, die ganzen Ausbauprofis, die Isolier- und Dämmprofis, die werden jetzt Schmerzen haben, aber vielleicht ist es ja an den Radkästen nicht so schlimm wie an den Wänden. Bin ich ja mal gespannt, was die Profis in den Kommentaren dazu sagen. Was? Das ist jetzt armer Flex über den Schaum. Doppelt und dreifach hält besser? Weiß man nicht. Der Vorteil ist, wenn man sich jetzt mal den Kopf stößt und stürzt im Camper, am Radkasten tut man sich dann am Hinterkopf nicht so dolle weh dank des Schaums. Was? Und jetzt nochmal Alu-Klebefolie oben drüber. Ja, Oscar. Hat sie aber eine ordentlich wegisoliert. Nochmal Schaum. Aber jetzt, das habe ich ja auch überlegt, richtig schön so sozusagen Laminat einfach, Klicklaminat oder so in den Camper zu verlegen. Aber habe ich aus Gewichtsgründen ausgeschlossen. Aber so ein Boden ist natürlich irgendwie schöner, fühlt sich schöner an und so. Hier jetzt hätte ich Bedenken mit dem Holz, das schon an den Wänden vorhanden ist. Und je nachdem, wie viel Wasser man auch noch will und Zuladung. Ja, aber das wird sich Oscar vermutlich alles ausgerechnet haben. Aber ansonsten, das Holz, das er gewählt hat, sehr schön. Ja, um die Ecken, das ist immer nervig.
Ja, das war aber keine saubere. Aber ich darf nichts sagen, ne? Meine Sägekanten mit der Stichsäge, die sehen auch so aus. Fransen-Look. Ja, kann man ja wegschmirgeln. So, jetzt habe ich das nicht gesehen, vielleicht habt ihr aufgepasst. Hat er den Laminatboden zusätzlich noch irgendwie unten befestigt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Die Frage ist jetzt, in einer normalen Wohnung würde man den ja von verschiedenen Seiten durch die Leisten außen, durch die Wände auch befestigt haben. Man macht dann da diese kleinen diese Spalthalter dazwischen und so, und das Holz arbeitet ja noch ein bisschen. Die Frage ist jetzt, wie löst er das auf der einen Seite, die offen ist, wo der Einstieg ist, und nach hinten hin? Da bin ich sehr gespannt. Hat er da so Klemmen reingesetzt? So, was macht er jetzt? Bettkonstruktion. Das ist ein bisschen schade, Oskar, vom Film her. Da sieht man leider nicht, was du machst. Aber dadurch, dass da so Teile schon zusammengebaut sind, mit Vorsägungen, vorgesägten Löchern und so, gehe ich mal davon aus, dass er ja den ganzen Ausbau vorher, wie er ihn gekauft hatte, rausgenommen hat. Und dass das vielleicht noch Reststücke waren, die er jetzt wieder verbaut. Guck mal, schön die Verkabelung, alles selber gemacht. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das ordentlich ist oder nicht. Das müssen die Elektroprofis unter euch sagen. Aber Respekt für jeden, der das selber macht. Okay, schön die Enden mit der Krimmzange abisoliert. Ja, und hinten zwei schöne große Fenster drin, an den Seiten halt nichts. Schiebetür habe ich jetzt nicht gesehen, ob da Fenster ist oder ob da auch zu ist. Schön viel Licht. Also es reicht auf jeden Fall. So, und jetzt guckt ihr vermutlich, wie breit muss das Lattenrost, wie müssen die Abstände zwischen den Latten sein, dass man mit seinem Poppes nicht da durchrutscht, aber ein bisschen Gewicht spart. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir hier ein Querbett. Das heißt, ich gehe davon aus, Oskar ist nicht so lang, wenn der Plan ist, dass man da längs drin schläft. Also für Leute so ab 1,80 aufwärts, da geht nur diagonal schlafen. Aber er hat ja auch eine Frau, und ich gehe davon aus, die wollten irgendwie nach Kroatien, dass sie dann auch zu zweit verreisen. Also vielleicht sind sie einfach kleine Menschen. So, Küchenblock. Na guck mal, hier hängt das schon, hier hängt doch noch das Ende von so einer, von so einem Klappwinkel, den ich bei mir auch verbaut habe. Ja, ich denke mal, der hat hier alte Teile wiederverwendet. Das finde ich gut, weil warum soll man Holz, das irgendwie gut ist, wegschmeißen? Und da oben, wenn man mal kurz zurückgeht, sieht man oben links in der Wand noch einen Haken. Hier oben. Schön alles wiederverwerten. So, Wechselrichter. Ja, hat einen schönen, kraftvollen Wechselrichter mit dran verbaut. Und jetzt wird weiter geschraubt. Ah, sogar 230 Volt Strom. Ja, da hat er doch alles drin dann. Verkabelung müsst ihr wieder beurteilen, Elektroprofis.
So, schön Silikon abdichten, die Fugen abdichten. Habe ich bei mir nicht gemacht. Also die Holzarbeitsplatte ist jetzt Geschmackssache. Vielleicht ist es auch die schon drin war. Ansonsten Edelstahl, Spülbecken. Und die Fugen habe ich bei mir nicht abgedichtet. So, aber so ist ordentlich. Und schön in einem Braunton, dann fällt es nicht so auf. So, mal ein bisschen Verstärkung für die Latten. Ist das da immer abwechselnd gebaut? Einmal Latte von oben, einmal Latte von unten, oder sehe ich das falsch? Man kann es nicht so richtig gut erkennen. Auch eine schöne Idee, dass er da die ganze Zeit mit der Stirnlampe rumhantiert, wenn man von unten irgendwas bohren muss oder in irgendwelche dunklen Ecken muss. Gar nicht so schlecht. Ah, okay. Ein Lattenrost zum Ausziehen. Und was sehen wir hier? Standheizung. Ich kann nicht erkennen, welches ist. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Die Profis unter euch erkennen das bestimmt sofort. Und den Wassertank sehen wir auch schon. Also Standheizung und Wassertank unterm Bett verbaut. Steuerpanel, Standheizung. Die schönen Winkeltüllen. Ja, das heißt, er wird auf jeden Fall eine 12 Volt Wasserpumpe haben, um das Wasser daraus zu befördern. Weil hier hilft die Schwerkraft nicht. Ja, da ist sie. Okay, und oben noch ein Fach für die Aufbewahrung. Und ich sehe schon so einen Lichtstreifen und diese kleinen batteriebetriebenen LED-Lichter zum Hinkleben. Und oben Dachfenster, Dachluke drin. Und hier die Kabel am äußeren Rand hat er schön in so einen Kabelkanal gelegt. So, jetzt wird das Holz noch lasiert. Was haben wir da an der Ecke? Guck mal hier, achtet mal auf die Details. Hier in der Ecke von der Arbeitsplatte hat hier, was ist das, Messing oder so, ein kleines Detail bekommen. Und das ist übrigens der korrekte Bohraufsatz. So hätte ich auch meinen Wasserhahn durch die Arbeitsplatte befördern sollen. Ich habe damals einen 13 mm Bohrer genommen. Das ist korrekter Bohraufsatz für sowas. Und ich sehe, da liegt schon hier die Pumpe vom Seifenspender. Es wird richtig Service am Waschbecken wird hier verbaut. Sehr liebevolles Detail. Und Schmiergeln, ja, so Bohrlöcher schmiergeln ist eine undankbare Arbeit. Ich hoffe, da ist er jetzt über die Kanten nochmal drüber gegangen. So, das Heißluftrohr für die Heizung. Schön Alu drüber, falls es mal zu heiß wird am Holz. Tja, und dann dürfte die Luft auch unterm Bett rauskommen. Im Schnee draußen hat er gesägt, ja. Das nenne ich mal Einsatz. Oh, das hätte auch von mir sein können. Einfach Brett in die Hand nehmen und dann mit der Stichsäge lose in der Hand lossägen. Ja, alle Leute, die aus dem Bereich des Arbeitsschutzes kommen, gucken jetzt weg. Hat er noch Birkenstocks an? Könnte ich ja fast wetten, ne? Und hier, guck mal da, den Finger, siehst du schon, hat er schon ein Pflaster am Finger. Sag mal, hast du dir da schon reingesägt, Oskar? Aber oben rechts sieht man im Bild das kleine Kehrblech und mit dem passenden kleinen Besen. Die Dinger sind richtig praktisch. Was hast du denn da ausgesägt? So Kleinscheiß. Er war aber mutig mit der Stichsäge Freihand. Auf dem Arm. Sitzt auch ein bisschen schief, aber Hauptsache funktioniert. So, was kommt jetzt? Machst du da noch eine Dusche rein? Nochmal Boden isolieren, da will einer keine kalten Füße haben. Und da irgendjemand, was ist das, ein Vorhang?
Wo seid ihr denn da eigentlich, dass da immer Schnee ist? Irgendwo im Süden bestimmt. Süddeutschland oder so. Oder Österreich. Bist du Österreicher? Oder Schweizer? Ah, Solarpaneele oben auf dem Dach. Dachluke. Dann zeig mal den Rest jetzt, Oskar. Und alle Scheiben verdunkelt. Der war mal gelb und dann hat einer sich gedacht, unten noch so ein Braun. Okay, halt. So, nochmal zurück. Unten rechts ist Kompost. Kompost sehen wir da. Warum ist da jetzt so ein Holzbrett links, wenn man da reinkommt? So, wie hat er das jetzt mit dem Fußboden gelöst? Der hat halt eine Leiste dran gemacht. Ob sich da nichts verschiebt, musst du mal berichten. So. Unter der Küchenzeile ist ein kleines Schränkchen mit Aufbewahrung und ich sehe schon in der Ferne, da glänzt schon die Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine. Ich meine, er hat eine richtige Elektroanlage da drin verbaut. Kann man sich mal gönnen. So, da unten ist nochmal ein Wasserkanister. Da frage ich mich jetzt, warum? Warum ist da jetzt nochmal ein Wasserkanister? Du hattest doch eine 12-Volt-Pumpe für Wasser. Und Süßstoff sehe ich, da verzichtet einer auf Zucker. Okay, den Gasherd muss man aufstellen, der ist nicht fix da. Ein kleines süßes Spiegelchen, da ist doch auch der Wasserhahn. Hat er da was da? Und ist das Efeu? Ist das echter Efeu oder künstlich? Ja, sogar mit Grünzeug. Ja, und die Gewürze da oben, guckt euch das mal an. Kleines Gewürzregal, Aufbewahrung für Kochlöffel, noch mehr Gewürze, Kaffeemühle, kleine Glühbirne und so. Hat er, oh, und die Säckchen da für Obst und Gemüse, hat er sich richtig schön gemütlich gemacht, die Ecke da. Und Bullaugenspiegel, noch mehr Pflanzen. Ja, man kann jetzt kritisieren, so wie das Holz zusammenpasst und weiß ich nicht was, aber ganz ehrlich, der hat das da vermutlich aus dem vorangegangenen Ausbau nochmal wieder gemacht und die Details sind echt niedlich. Und auch oben rechts hier die Aufbewahrung und so war ja schon am Anfang aufgefallen. Unten sehe ich nochmal einen Wasserkanister. Kleiner Vorhang nach vorne. So, dann hat er hinten die Heckklappen auf. Und was ist das? Ach, guck mal, ich sehe schon, rechts ist so eine kleine Dusche. So, das ist ein kleiner Kanister mit... Und was ist das? Ein Fenster? Er hat da ein normales Hausfenster in den Wagen gebaut. Ach, da liegt man da auf dem Bett und kann dann nach hinten hin so ein Fenster aufmachen. Das heißt, es bleibt schön warm im Auto. Man kann sich aber ein bisschen Frischluft reinholen oder mal mit der einfach die Nase rausstecken. So, das WC. Schön, auch der Klorollenhalter, wirklich, der ist cool. Mit Sisalband und Holzstange. Süß gemacht. Dann natürlich die Low-Budget-Eimer-Klo-Variante. Sag ich nichts gegen. Funktioniert gut. Extra in so einer kleinen Befestigung, dass es nicht verrutscht. Nicht unclever. Und jetzt für mich das Highlight bei dem ganzen Ausbau. Die Wanne. Der hat hinten eine Wanne in seiner Garage, in seiner Heckgarage drin. Eine Duschwanne, wo er drin sitzen kann und sich duschen kann. Und dabei kann er sich noch mit seiner Frau, die auf dem Bett liegt, unterhalten. Macht sie da das Fenster auf. Wenn sie keinen Bock mehr hat, macht sie da wieder zu. Und sogar Licht da hinten und nochmal Pflänzchen. Wirklich sehr, sehr cool, sehr süß. So zieht auch die Feuchtigkeit nicht in den Wagen rein, sondern man kann hinten einfach die Klappen aufmachen und hat das Feuchtigkeitsproblem nicht überall im Auto. Cooler Kanister auch, so mit Einbuchtungen zum Dranschrauben. Kann man schön Platz im Wagen auch nutzen, wenn man was an die Wände schraubt noch. Aber ich sehe an den Seiten auch PU-Schaum als Isolierung. Also ich thematisiere das jetzt mal nicht. Ne? Das könnt ihr dann im Zweifelsfall in den Kommentaren tun, aber ihr könnt auch einfach nett zu Oskar sein und ihm das Beste wünschen. Ja, schön. Das gefällt mir natürlich am besten, dass er sich nochmal die Mühe gemacht hat, hier die
Kaffeezubereitung im Detail zu zeigen. Ja, will ich auch ein Tässchen nehmen. Da unten schön mit süßem kleinem, ein Kühlschrank, der feine Herr. Ja, alles drin, was man braucht. Viel Platz. Ja, super. Und jetzt einen schönen frischen Kaffee. Nee, sehr schön. Oskar, hast du gut gemacht. Hast du dir ein paar schöne Details überlegt, Oskar? Vor allem die Wanne, mega cool. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem Ausbau haltet, aber ne, immer schön nett und respektvoll sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch an dem Ausbau vielleicht am besten gefallen hat. Wenn ihr solche Videos vielleicht öfter sehen wollt oder ihr selber auch einen Ausbau gemacht habt, wie gesagt, fände ich cool, wenn du den mal anguckst, dann schreibt mir das auch gerne. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Ja? Guck mal, er wurde da gar nicht schneiden. Nee. 23 Minuten.